Hallo liebe Hausbauhelden! Viele Leute träumen von einem Wintergarten oder auch Sommergarten, um die Terrasse ganzjährig nutzen zu können. Deshalb machen wir dazu Insights für euch und in diesem Video erfahrt ihr, was für unterschiedliche Arten von Glasanbauten es gibt und was ihr bei der Planung beachten müsst. Wir haben wieder Infos zu Kosten- und Genehmigungsfragen für euch und ein tolles Praxisbeispiel. Was ist laut baurechtlicher Definition eigentlich ein Wintergarten? Also ein Wintergarten ist ein Bauteil oder Gebäudeteil mit mindestens einer Wandfläche und der Dachfläche aus überwiegend lichtdurchlässigem Material, also Glas. Und ganz wichtig zu wissen, es gibt unterschiedliche Arten von Glasanbauten. Erstens gibt es den klassischen Wohnwintergarten, der für eine ganzjährige Nutzung als Wohnraum vorgesehen ist und damit auch für eine Beheizung auf Innentemperaturen von mehr als 19 Grad in der Heizperiode. Das können angebaute Elemente vom Wintergartenbauer sein, aber auch in die Haushülle integrierte Konstruktionen, wie wir sie gelegentlich bei unseren Haustouren schon gesehen haben, die dann teilweise im Holzfertigbau auch vom Haushersteller mit errichtet werden. Gemeinsam ist allen Wohnwintergärten, dass sie voll als Wohnfläche angerechnet werden und an das beheizte Volumen des Hauses offen angeschlossen sein können. Sie müssen damit auch alle Anforderungen ans Gebäudeenergiegesetz erfüllen, also auch an den winterlichen und sommerlichen Wärmeschutz. Die zweite Kategorie ist der frostfrei temperierbare oder schwach beheizbare Wintergarten. Das ist kein beheizter Raum im Sinne des Gebäudeenergiegesetzes, muss deshalb auch von der thermischen Hülle des Hauses abtrennbar sein, beispielsweise durch Terrassentüren, ist aber im Frühjahr und im Herbst durchaus als Wohnraum nutzbar oder auch zum Überwintern von Pflanzen geeignet. Diese Art von Wintergarten macht man im Neubau heute weniger, weil es eben durch die unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten in den beiden Räumen oft zu bauphysikalischen Problemen kommt. Die dritte Kategorie ist gerade stark im Kommen. Das ist der sogenannte Kaltwintergarten oder auch Sommergarten. Warum das immer beliebter wird, sehen wir gleich unter anderem auch im Praxisteil. Grundsätzlich ist es so, dass diese Glasanbauten dem Außenraum zuzuordnen sind. Sie stehen also mit der Außenluft in Verbindung und dienen dazu, eine schöne Terrasse beispielsweise ganzjährig nutzbar zu machen. Was ist jetzt für euch der richtige Glasanbau und was müsst ihr bei der Planung beachten? Einmal geht es natürlich um das Budget, das ihr habt. Dazu sage ich später noch was und um eure Nutzungswünsche. Wollt ihr einfach eure Terrasse ganzjährig nutzen können oder braucht ihr eine echte Wohnraumerweiterung? Und wenn ja, wofür? Braucht ihr mehr Platz für den Esstisch? Wollt ihr einen Bereich zum Chillen und Liegen? Wollt ihr einen Arbeitsbereich oder wollt ihr eure Pflanzen gut überwintern können? Denn davon hängt ab, wo er das am Haus am besten andockt und welche Himmelsrichtung am besten für euren Glasanbau geeignet ist. Die Vorteile bei einem Glasanbau nach Osten: Ihr habt Licht am Morgen, also einen idealen Frühstücksplatz. Hier bietet sich die Nutzung als Essplatz an. Der Wärmeeintrag findet hauptsächlich vormittags statt und ist nicht so extrem wie bei Südausrichtungen. Die Wärme, die gewonnen wird, kann man unter Umständen den ganzen Tag über nutzen. Für einen entspannten Abend ist je nach Jahreszeit und Ausführung des Wintergartens eine zusätzliche Heizung notwendig. Die Beschattung und Belüftung sind wesentlich weniger aufwendig als bei Südausrichtung und das Gleiche gilt auch für eine Ausrichtung nach Westen. Hier habt ihr die sanfte Nachmittags- und Abendsonne. Die bringt Licht und Wärme in der zweiten Tageshälfte. Und somit kann man hier auch optimal einen Essplatz oder Wohnbereich für einen entspannten Feierabend oder bei einer überdachten Terrasse für Grillabende mit Blick auf den Sonnenuntergang herstellen. Bei Ost- und Westausrichtung wird je nach Gartengestaltung wegen der Blendung durch die tiefstehende Sonne eine seitliche Beschattung benötigt. Im Norden habt ihr ganztägig einen gleichmäßigen Licht- und Wärmeeintrag und wenig Blendungen. Das ist super zum Lesen oder für einen Arbeitsbereich und für das Überwintern von Pflanzen, für die die Sonne im Südwintergarten oft zu krass ist. Und eine Nordterrasse wird durch einen Glasanbau vielleicht überhaupt erst gemütlich nutzbar. Ein Glasanbau Richtung Süden hat den ganzen Tag viel Licht und Sonne, aber hier wird es schnell zu heiß und zwar nicht nur im Sommer, sondern auch an sonnigen Wintertagen. Bei jedem Wintergarten, egal welche Ausrichtung, ist Beschattung und Belüftung extrem wichtig und da stellt sich die grundsätzliche Frage,
innenliegende oder außenliegende Beschattung. Außenliegend kommen Rollläden oder Lamellenjalousien und Markisen zum Einsatz, innenliegend vor allem textile Rollos und Markisen. Grundsätzlich gilt, innen ist der Sonnenschutz wind- und regengeschützt und meistens kostengünstiger zu realisieren. Innenliegende Markisen spenden zwar Schatten, außenliegende Systeme halten aber wesentlich besser die Hitze draußen. Bei innenliegender Beschattung findet diese Umwandlung in Wärmestrahlung innerhalb des Glasanbaus statt. Bei außenliegender wird ein Großteil der Energie außerhalb des Raumes schon reflektiert. Bei einem offenen Glasanbau ist Hitzestau natürlich kein so großes Problem. Wenn ihr einen Wohnwintergarten habt, werdet ihr wahrscheinlich im Dach eine kostenaufwendigere außenliegende Beschattung brauchen. Aber ein Glasanbau im Süden kann auch eine Beschattungslösung für großflächige Terrassentüren sein, damit man aus Hitzeschutzgründen im Sommer nicht immer die Rollos unten lassen muss. Und genau das war auch der Nebeneffekt bei dem Praxisbeispiel, das wir euch jetzt gleich zeigen. Die Familie wollte nämlich eigentlich ihre windanfällige Terrasse ganzjährig nutzen können und ursprünglich hat sie an einen Wohnwintergarten gedacht. Und wir hören uns jetzt mal an, warum es dann doch ein Kaltwintergarten geworden ist. Wir sind heute zu Gast bei Nathalie und Alexander Turowski, die sich mit einem Kaltwintergarten bzw. Sommergarten eine echte Lebensraumerweiterung hier geschaffen haben. Warum habt ihr euch denn für ein Terrassendach plus Vertikalschiebewände entschieden? Genau, also in der Grundüberlegung hatten wir eigentlich einen normalen Wintergarten eigentlich mal gedacht und aus Kostengründen haben wir uns dann für den Kaltwintergarten entschieden. Und mit den Schiebetüren kann man ihn halt auch tatsächlich ganzjährig nutzen. Wie groß ist der überdachte Bereich oder wie ist das jetzt von der Himmelsrichtung ausgerichtet hier? Also es ist eine Südwestterrasse und wir haben so circa 22 Quadratmeter überdacht. Das heißt also, Verschattung war auch ein wichtiges Thema, nehme ich an. Also oben die ganz klar, weil die Sonne natürlich meistens von oben kommt. Wir hatten die tatsächlich auch im Hintergrund, damit wir von innen eine Beschattung auch haben, weil wir im Sommer durch die Südseite quasi immer die Rollos unten hatten und im Grunde dadurch mehr rausgucken können. Es ist heller im Wohnbereich und die Seitenmarkisen, die haben wir tatsächlich gebraucht, weil wenn die Sonne hier vorne lang wandert, ohne die Seitenbeschattung würde, man sieht es auch vielleicht jetzt hier, würde die Sonne einfach reinkommen. Ich habe gesehen, ihr habt ja auch so eine eingelassene Beleuchtung, wo man wohl bis zu 48 verschiedene Farben einstellen kann. Nutzt ihr das auch? Habt ihr es ja auch mal bunt? Ja, also abends stellen wir es auf jeden Fall immer schön bunt ein und das war uns halt auch wichtig gewesen, dass wir es halt auch abends einfach nutzen können, weil es ist natürlich schön, wenn man es dann halt tagsüber nutzen kann, aber abends hat man natürlich ja noch irgendwie mal Gäste da und da ist es natürlich ja schön, wenn es ein bisschen kühler auch wird, dann macht man einfach die Türen zu und kann oben die Beleuchtung anmachen. Apropos kühl, ich sehe, es gibt da auch noch mal so eine Infrarotstrahlungsheizung oder was ist das? Genau, das ist ein Infrarotwandstrahler. Und in dem Fall strahlt er relativ konkret nach vorne ab. Drumherum bleibt es dann schon kühl, aber wenn die Türen zu sind, reicht das quasi. Also es wird nicht richtig wohnraumwarm, aber es wird angenehm. Könnt ihr eure Terrasse jetzt wirklich ganzjährig nutzen oder könnte man hier auch Pflanzen überwintern oder habt ihr im Winter alles drin? Also man könnte Pflanzen hier reinstellen, weil es nie unter Null wird hier draußen. Also an einem sehr kalten Wintermorgen ist es schon frisch, aber ich war auch schon mit der Kaffeetasse dann hier draußen tatsächlich. Wenn man sich dann einen Pulli anzieht oder eine Jacke, kann man ihn auf jeden Fall nutzen. Und vor allen Dingen kann man auch bei Regen nutzen. Und das eigentlich schon ganzjährig, doch, das kann man so sagen. Das heißt, das System ist absolut dicht, entwässert hier außen und ihr habt hier kein Problem irgendwie mit Wasser. Genau, nee, absolut nicht. Wie ist das denn jetzt mit dieser relativ geringen Dachneigung, könnte ich mir vorstellen, ist ja der Selbstreinigungseffekt dieser Glasscheiben durch Regen irgendwie gering. Wie ist denn das hier? Wer putzt das oder wie oft putzt ihr das? Wie muss man das reinigen? Wie ist das vom Pflegeaufwand? Also es ist schon, Glas ist halt immer pflegeintensiv, das muss man sagen, nicht nur oben, auch an den Seiten. Das ist halt jahreszeitabhängig. Wenn wir die Pollensaison haben, dann ist schon relativ viel oben. Das spült sich ganz gut durch den Regen ab, trotz der etwas geringeren Neigung. Aber ich war selbst auch schon oben und habe geputzt, also das hält einen aus.
und da kann man das machen. Da kann man aber auch einen Profi rankommen lassen, das haben wir auch mal gemacht, weil immer möchte man halt auch nicht hoch. Wie viel Planungs- und Bauzeit muss man für so ein Projekt einplanen? Also wir waren im Herbst beim Weinauer Fachhändler gewesen, der Firma Tomasulo, und haben uns dann quasi über den Winter überlegt, was wir alles umsetzen möchten und haben dann quasi im Frühjahr damit gestartet. Die Kollegen waren dann hier vor Ort und haben eine Woche dann dafür gebraucht. Wir haben vorab selber ein Punktfundament gesetzt, aber diese eine Woche quasi hat die Firma Tomasulo dafür gebraucht, um das Ganze hier fertigzustellen. Das ist ja so ein modulares System, wo man nicht alles auf einmal nehmen muss, aber kann. Das ist ja auch so ein bisschen immer ein Kostenthema. Wie war das bei euch? Also habt ihr alles genommen auf einmal und was hattet ihr so für einen Kostenrahmen? Ja, also wir hatten uns überlegt gehabt, ob wir erst Teile rausnehmen oder alles komplett machen. Wir haben uns dann dafür entschieden, alles komplett mit reinzunehmen, damit wir dann auch im Winter komplett ausgestattet sind, im Sommer direkt alles ja, zusammen haben. Und kostentechnisch lagen wir bei rund 40.000 €. Also aber auch mit Installation und allem, was genau, ihr so allem gebraucht drum habt. und dran, ja. Das klingt gut. Wir haben jetzt noch ein paar Fachfragen an den Fachhandwerker gestellt. Vielen Dank an euch soweit schon mal für die Eindrücke. Gerne. Vielen Dank. Bei mir ist jetzt Andreas Tomasulo vom ausführenden Fachbetrieb, der dieses Projekt realisiert hat. Und meine erste Frage wäre jetzt, brauchte man für das Projekt hier eine Baugenehmigung? Jetzt in diesem Fall nicht. Normalerweise, es kommt auf die Situation an, also wie weit ist der Nachbar entfernt, wie groß ist die zu überbauende Fläche. Das war jetzt hier in dem Fall nicht nötig. Ist wahrscheinlich auch vom Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Auch da gibt es Abweichungen. Ja. Wie funktioniert das denn oder was ist denn das Besondere an diesem Glasauflagersystem? Ja, also es ist so, die Dachträger haben eine integrierte Neigung. Das heißt, die Glasscheiben werden schräg eingelegt in die Dachträger, sodass man immer noch ein Gefälle hat und das Regenwasser in dem Fall in diese Richtung in die Regenrinne reinläuft und dann ablaufen kann. In den Stützen ist nochmal ein Fallrohr integriert, schön verdeckt, sieht sehr edel aus und so kann das Regenwasser dann abgeleitet werden. Und was ist jetzt das Besondere bei diesen Vertikalmarkisen? Also die Vertikalmarkisen bieten einmal Sonnenschutz und Sichtschutz und in dem Fall haben wir hier die Vertitex ZIP. Also ZIP steht für ZIP Screen sozusagen. Also das Tuch ist mit einem Reißverschluss seitlich in der Schiene geführt. Also dadurch hat man eine sehr hohe Windstabilität und sieht auch sehr sauber aus. Ich glaube, das war hier auch ein Thema, weil es hier wohl sehr hohe Windlasten gibt und dann hat man eben oft Probleme, dass so große Tücher dann auch irgendwie flattern. Das ist oft so, ja, gerade wie in der großen Fläche. Was sind denn jetzt so aus Fachhandwerkersicht die Vorteile von so einem Kaltwintergarten? Also zum einen ist es halt so, dass man hier also rahmenlose Ganzglastüren hat, die man also sehr großflächig zur Seite schieben kann. Man hat eine schöne Raumbelüftung und also an heißen Tagen, dass einfach die Luft besser zirkulieren kann. Und ja, zum anderen ist es auch so, dass man einen schönen Blick nach draußen hat. Also man hat keine gerahmten Glastüren, das ist alles sehr transparent, man hat viel Lichteinfall und ja, und dann ist es halt auch von den Kosten her auch etwas günstiger als so ein Warmwintergarten, der auch viel mehr Nebenarbeiten mit sich bringt. So ein Warmwintergarten, da muss dann auch der Boden isoliert sein zum Beispiel. Also man braucht eine Bodenplatte, eine isolierte und noch weitere Dinge. Also es ist auch etwas einfacher umzusetzen. Ja. Ja, super. Vielen Dank für die Tipps und die Infos. Erstmal soweit. Gerne. Und für euch habe ich jetzt im Ratgeber anschließend noch ein paar Tipps zu den Kosten. Also bleibt dran. Wir haben ja gerade das Thema Genehmigung kurz angesprochen. Dieses Projekt brauchte keine, unter anderem, weil es ein Kaltwintergarten war. Warmwintergärten sind prinzipiell immer genehmigungspflichtig, weil auch Anforderungen an den Wärmeschutz, Feuchteschutz, Belüftung und Statik erfüllt werden müssen. In manchen Bundesländern wird bei Einhaltung bestimmter Auflagen und für Kaltwintergärten bestimmter Größe keine Baugenehmigung benötigt. Erkundigt euch unbedingt vor der Planung bei eurer zuständigen Behörde, auch um die Kosten einschätzen zu können. Die Kosten für eine Baugenehmigung variieren nämlich je nach Bundesland zwischen wenigen 100 bis weit über 1.000 €. Wie hoch die Kosten für die Baugenehmigung sind, ist davon abhängig, welche Unterlagen ihr einreichen müsst und wie hoch der Gebührensatz des zuständigen Bauamts ist.
Braucht ihr vollständige Bauantragsunterlagen inklusive Wärmeschutznachweis und lasst diese Unterlagen von einem Architekten anfertigen, fallen hier zusätzliche Kosten an. Damit sind wir auch schon bei den Vor- und Nachteilen von Wohnwintergarten und Kaltwintergarten. Der Wohnwintergarten ist eine Erweiterung der Wohnfläche, der Kaltwintergarten eher eine Erweiterung der Terrasse. Beim Wohnwintergarten braucht ihr eine thermisch getrennte Konstruktion mit höherem Rahmenanteil. Der nicht gedämmte Wintergarten kann mit Aluminiumprofilen gemacht werden, die eine hohe Stabilität bei einem Höchstmaß an Transparenz und eine enge Verbindung zum Garten ermöglichen. Der Wohnwintergarten muss in der kalten Jahreszeit immer beheizt werden, egal ob er gerade genutzt wird oder nicht. Der Kaltwintergarten kann in der kalten Jahreszeit temperiert werden, während der konkreten Nutzungsdauer. Raumklima und Belüftung müssen beim Wohnwintergarten sehr gut geplant sein, da es sonst zu Kondenswasserbildung an den Scheiben kommen kann. Der Kaltwintergarten ist nicht luftdicht konstruiert. Die Luftzirkulation zwischen den Glasscheiben hilft, Wärmestau und Kondenswasserbildung zu reduzieren. Beim Wohnwintergarten muss der sommerliche Hitzeschutz nach Gebäudeenergiegesetz gewährleistet sein, was oft aufwendige außenliegende Beschattung notwendig macht. Beim Kaltwintergarten sollte man die Beschattung auf jeden Fall mitplanen, kann aber hier auf witterungsgeschützte, innenliegende Lösungen ausweichen. Planungsaufwand und Kosten sind beim Wohnwintergarten wesentlich höher. Der ganze Glasanbau muss von Anfang an komplett ausgestattet sein. Beim Kaltwintergarten sind Planungsaufwand und Kosten in der Regel geringer. Es gibt auch modulare Systeme, die nach Bedarf und Budget nach und nach erweitert werden können. Jetzt kommen wir zu den Kosten. Ich habe jetzt hier erstmal ein paar Einzelpreisinfos bezogen auf das Projekt, das wir gerade gesehen haben. Ein hochwertiges Glas-Terrassendach gibt es ab 6.000 bis etwa 10.000 Euro. So eine geradlinige Glasoase, wie wir sie gesehen haben, gibt es etwa ab 20.000 Euro, je nach Größe und ohne Zubehör wie Sonnenschutz oder Seitenwände. Für eine gute Wintergartenmarkise müsst ihr ab 3.000 bis etwa 4.000 Euro einrechnen. Bei dem eben gesehenen Projekt mit 22 Quadratmetern Fläche war der Kostenrahmen ja etwa 40.000 Euro. Man darf nicht vergessen, dass wir hier sehr hochwertige Produkte gesehen haben und dass es eine umfassende und hochwertige Ausstattung gewesen ist. Für einen Wohnwintergarten geht es bei einem Preis von etwa 30.000 Euro erst los und das kann auch schnell mal 100.000 Euro werden. Ihr dürft nicht vergessen, hier fallen auch Nebenkosten an. Ihr braucht eine frostfrei gegründete, gedämmte Bodenplatte und eben nicht nur Punktfundamente. Ihr habt Erdarbeiten und auch Planung und Montage sind wesentlich aufwendiger. Die wichtigste Frage ist ja jetzt für euch vielleicht, wie findet man einen qualifizierten Fachhandwerker für so ein Projekt? Ich verlinke euch unten in der Description nochmal die Website vom Wintergartenfachverband. Da findet ihr weitere Infos. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.